Hallo Leute und herzlich willkommen zum 9. Tag auf der IAE 2953. Heute stellt RSI Roberts Space Industries auf der Messe ihre Schiffe vor. Und das ist immer ein sehr besonderer Tag, denn Roberts Space Industries ist nicht nur im Spiel ein Hersteller von Schiffen, sondern auch die Firma, die Star Citizen, das Spiel selber produziert und vertreibt. Roberts Space Industries spielt in der Geschichte von Star Citizen eine zentrale Rolle, denn es war die erste Firma, die ein für den Privatsektor erschwingliches Raumschiff, die Zeus, gebaut hat und außerdem die Firma, die den ersten funktionierenden Quantenantrieb zur Serienreife gebracht hat. Und so hat RSI maßgeblich zur Besiedlung des Weltraums durch die Menschheit beigetragen. Heute stellt RSI nicht mehr nur Erkundungsschiffe her, die Schiffe zeichnen sich ganz besonders durch ihre Vielseitigkeit aus und wir sehen hier zu beiden Seiten schon das wohl bekannteste Schiff von RSI, die Constellation-Klasse. Die gibt es in 4 Varianten. Wir sehen auf der rechten Seite die Constellation Taurus, ist ein Frachter. Dann haben wir dahinter die Constellation Phoenix, die eher ein Passagierschiff im Luxussegment darstellt. Und auf der linken Seite dann vorne die Constellation Andromeda, die als Kampfschiff ausgelegt ist. Und im Hintergrund die Constellation Aquila, die ein Erkundungsschiff ist. In der Mitte sehen wir dann die Mantis. Die Mantis ist ein Schiff, das für Sicherheitsbehörden eingesetzt wird, ist auch entsprechend mit einer Abschaltvorrichtung ausgestattet. Und ganz im Hintergrund sehen wir die Scorpius auf der rechten Seite und die Weiterentwicklung, die Scorpius Antares. Das sind Kampfschiffe, die auch mittlerweile bei der Marine der Vereinigten Erde eingesetzt werden und so langsam die Hornets, die wir vorgestern gesehen haben, ablösen. Sehen wir uns die Mantis mal aus der Nähe an, dann sehen wir schon ein recht großzügiges Cockpit mit viel Glas und guter Sicht und einen Aufzug, der uns entsprechend nach oben ins Innere des Schiffes bringt. Gehen wir an dem Aufzug mal vorbei, sehen wir hier hinten sind die Klappen offen und wir sehen diese Ringe, die aktuell arretiert sind, aber sich normalerweise wild drehen. Das ist ein sogenannter Quantendämpfungsfeldgenerator. Damit kann die Mantis ein Quantendämpfungsfeld erzeugen, das andere Schiffe, die dadurch fliegen, zwingt aus dem Quantenmodus zurück in den Normalraum zu springen. Gehen wir jetzt nach oben, dann haben wir hier auf der rechten Seite eine kleine Küche. Wir sehen nach vorne die großzügig eingerichtete Brücke und auf der linken Seite noch ein Bett, in dem man übernachten kann. Schauen wir uns noch kurz die Scorpius von außen an. Das ist ein Kampfschiff für 2 Personen, einen Piloten und einen Schützen, der den Geschützturm bedient. Die Flügel sind im geparkten Zustand nach hinten geklappt. Die klappen dann im Flug nach außen. Und die Scorpius Antares ist quasi dasselbe Schiff nochmal, aber ohne Geschützturm. Die zweite Person in der Pilotenkanzel bedient dabei vor allem ein Quantendämpfungsfeld und ein elektromagnetisches Impulsgerät. Und da stehen wir auch schon vor der Constellation Aquila. Das ist ein Erkundungsschiff von RSI und wir wollen uns die mal von innen betrachten. Das heißt, wir werden mal über diesen Aufzug einsteigen. Und wir befinden uns jetzt auf dem Hauptdeck der Aquila. Da haben wir geradeaus schon die 4 Kojen für die Besatzung. Wir haben daneben nochmal eine Sitzgelegenheit mit einem ausfahrbaren Tisch. Hier unten die Luftschleuse, durch die wir gerade reingekommen sind. Auf der gegenüberliegenden Seite Lagerschränke für die Crew und hinter der Schranktür versteckt eine winzige Nasszelle. Und wenn wir die Tür nach vorne durchgehen, sind wir auch schon auf der Brücke. Die ist relativ großzügig, liegt aber auch daran, dass wir hier Zugang haben zu einem unteren Geschützturm, wie auch zum oberen Geschützturm. Und wir haben 3 Pilotensessel, also quasi einen für den Piloten und 2 für Co-Piloten. Laufen wir nun wieder durch das Hauptdeck nach hinten, kommen wir in den Frachtraum. Der Frachtraum ist aktuell ausgefahren. In eingefahrenem Zustand kann man hier über diese Leiter nach unten auf die Ladefläche steigen. Ansonsten kann man außen über den Catwalk an dem Frachtraum vorbeilaufen. Wir haben hier auch außen an beiden Seiten Dockingluken, wo wir andocken können.
oder in den Weltraum aussteigen können. Und wenn wir dann hier weiter nach hinten laufen, kommen wir an eine nächste Tür und die führt uns in den Maschinenraum. Im Maschinenraum haben wir dann Zugriff auf die Module auf beiden Seiten und wenn wir weiter nach hinten gehen, kommen wir in den Docking-Bereich für das Begleitschiff. Und die haben wir schon mal gesehen auf der Messe. Das sind nämlich die P-52 bzw. P-72 Merlin und Archimedes von Kruger Intergalactic. Auf der Messe sind diese Schiffe leider nicht zugänglich, aber wir werden mal schauen, vielleicht können wir uns nachher eine Constellation ausleihen und dann das Begleitschiff auch mal ausprobieren. In Halle 2 stellt RSI die Aurora-Klasse vor. In der Mitte haben wir nochmal eine Mantis, die wir schon gesehen haben. Und zu beiden Seiten davon die verschiedenen Varianten der Aurora. Die Aurora-Klasse ist ein kleines Schiff für Einsteiger, das nicht die besten Flugeigenschaften hat, aber ansonsten alles mitbringt, was Einsteiger brauchen. Wir haben dort hinten am hinteren Ende der Halle von links nach rechts die LN und MR-Varianten. Das sind zwei Kampfschiffe. Dabei ist die LN stärker auf Kampf ausgelegt als die MR, die noch etwas Frachtfokus hat. Und ganz hinten in der Ecke haben wir die LX. Das ist eine Erkundungsschiff-Variante, die als Luxusvariante, aber mit teuren Materialien produziert wurde, als auf der rechten Seite hinten die ES-Variante, das ist die normale Erkundungsschiff-Variante. Und ganz vorne haben wir die meistgenutzte Variante der Aurora, das ist die CL, ein reines Frachtschiff. Und die können wir uns auch nochmal aus der Nähe anschauen. Da haben wir zunächst einmal die klassischen RSI-Flügel, die nicht ausklappen, sondern auch im Flug in dieser Konfiguration bleiben, was die schlechten Flugeigenschaften ausmacht. Und unterhalb der Flügel haben wir die Frachtklammern, zwischen denen Fracht eingeklemmt wird. Und den Zugang zu dem Schiff haben wir dann hier durch die seitlichen Türen über eine Leiter nach oben. Und im Schiff sehen wir linker Hand dann das Cockpit, das relativ eng ist, aber dafür eine gute Rundumsicht bietet. Und nach hinten haben wir dann auch ein Bett, auf dem wir übernachten können auf längeren Flügen. Im Keller stellt RSI dann noch seine Landfahrzeuge vor, den Ursa Rover und den Lynx, die beide auf der gleichen Plattform basieren. Der Rover ist dabei ein Erkundungsfahrzeug, was man hier durch die Seite betreten kann. Da haben wir hier einen relativ großen Frachtraum, der auch als zusätzlicher Sitzplatz fungiert und eine Klappe, durch die man das Fahrzeug nach hinten verlassen kann. Und wir haben nach vorne den Durchgang mit der klassischen RSI-Tür, die wir schon kennen, in das Cockpit, wo ein Fahrer und ein Beifahrer Platz finden. Daneben haben wir dann noch Zugriff auf die Module und einen Schrank, wo wir Dinge lagern können. Die Lynx ist dann die Luxusvariante, wo wir auch den seitlichen Einstieg über die Treppe haben. Da haben wir auch gleich wieder Zugriff auf die Module. Nur der Lagerschrank fällt etwas anders aus. Da haben wir auch einen Eiseimer für Champagnerflaschen. Auf der anderen Seite genau das gleiche, das Regal. Und wir haben hinten einen Tisch und zwei sehr bequeme Sitze, inklusive Bildschirm für jeden Sitz. Und jede Menge Fenster, durch die man die Umgebung betrachten kann und bewundern kann. Nach vorne haben wir dann Zugang wieder zum Cockpit, wo wir auch wieder Platz für einen Fahrer und einen Beifahrer haben. Bei den Hologrammen wird es heute sehr voll, denn RSI hat viele Schiffe angekündigt. Wir haben hier einmal die Perseus, das ist eine Fregatte, die RSI für die Marine baut. Genau wie die Polaris, die RSI auch für die Marine baut, die als schwere Korvette ausgelegt ist. Für den privaten Sektor stellt RSI die Zeus Mk2 vor, das ist quasi die Weiterentwicklung des berühmten Zeus-Schiffes, das die Besiedlung des Weltraums überhaupt möglich gemacht hat. Die wird es auch in verschiedenen Varianten geben, für Fracht, für Kampfeinsätze und für Erkundung. Auch vorgestellt hat RSI die Galaxy, das ist quasi der große Bruder der Zeus Mk2. Der wird modular ausgerichtet sein, das heißt man hat eine Galaxy und tauscht dann dort verschiedene Module aus für verschiedene Zwecke. Weiterhin stellt RSI das
Bergbauschiff Arastra vor, das mit 3 Bergbaulasern und einer Raffinerie an Bord die Konkurrenz ziemlich alt aussehen lässt und auch Bergbauoperationen im tiefen Weltraum über längere Zeit ermöglicht. Das macht quasi die Misk Prospector, die Argo Mole und die Misk Expanse gleichzeitig nutzlos, aber ist preislich deutlich höher angesiedelt als diese 3 genannten zusammen. Und dann haben wir hier noch die Apollo Triage, ein medizinisches Rettungsschiff mit der Möglichkeit, mehrere Patienten gleichzeitig zu behandeln und auch eine Regenerationsstation an Bord. Also wie ihr sehen konntet, hat RSI ziemlich vielseitige Schiffe im Angebot und hat auch für die Zukunft so einiges auf der Pfanne. Wir werden uns jetzt nochmal eine Constellation-Klasse ausleihen und schauen, ob wir das Begleitschiff mal auf eine Spritztour mitnehmen können. Bis gleich! Wir befinden uns jetzt in einer Entfernung von knapp 10 Kilometern vom Außenposten in einer Höhe von etwas über 2500 Metern. Wir werden nicht mit der Constellation Phoenix, in der wir jetzt sitzen, dort landen, sondern wir werden das Begleitschiff nutzen und dazu gehen wir jetzt mal nach hinten. Verlassen wir die Pilotenkanzel, dann sehen wir hier, die Brücke sieht ungefähr genauso aus, wie das bei der Aquila der Fall war, die wir uns eben angesehen haben. Auch beim Durchgang auf das Crewdeck gibt es keine Überraschung, das sieht ähnlich aus. Aber wenn wir jetzt in Richtung Laderaum gehen, sehen wir, da kommen wir in den Passagierbereich. Da haben wir rechter Hand einen Schlafraum für die Passagiere, die längere Flüge auf sich nehmen. Dasselbe auch nochmal auf der anderen Seite. Ein Schlafraum, recht einfach eingerichtet, aber mit Terrarium. Dann haben wir für die Kurzstrecke auf der linken Seite Passagiersitze, 6 Stück an der Zahl und auch ein Viererabteil mit Tisch. Gegenüber haben wir dann einen großen Essbereich und eine Bar, an der man Platz nehmen kann. Hier gibt es dann auch entsprechend Getränke. Und auf der linken Seite dann ein großes Terrarium. Und das soll eigentlich mal ein Whirlpool werden, ist aber noch nicht implementiert worden und es ist auch fraglich, ob bei der Überarbeitung dann hier tatsächlich ein Whirlpool eingefügt wird. Gegenüber davon schließlich haben wir die Prinzensuite mit dem King-Size-Bett, das man ebenfalls als Passagier buchen kann. Jetzt haben wir gesehen, wir haben hier eigentlich kaum Laderaum. Der ist aber versteckt unterm Fußboden und zwar durch dieses Panel können wir nach unten in den Laderaum. Und da sehen wir auch, das ist die gleiche Laderaumgröße wie bei den anderen Constellation-Varianten auch. Nur hat dieser hier nur den einen Zugang über das Panel, kann aber trotzdem auch im gelandeten Zustand nach unten ausgefahren werden. Gehen wir jetzt weiter nach hinten, kommen wir wie bei den anderen Varianten ebenfalls in den Maschinenraum und schlussendlich zum Dockingring. Und hier ist dann auch unsere P-72 Archimedes angedockt und ich würde mal sagen, steigen wir doch einfach mal ein und machen eine kleine Spritztour. So, die Archimedes ist eingeschaltet, versuchen wir einfach mal abzudocken. Klick, und das hat funktioniert. Nun sind wir abgedockt. Und jetzt können wir rein theoretisch weiterfliegen in Richtung des Stützpunkts. Visuell sehe ich ihn noch nicht, denn auf dem Planeten ist es noch recht neblig. Und da sehen wir auch schon die Positionsleuchten der Landingpads. Hier ist dann der Außenposten. Und wir setzen mal zur Landung an. Butterweich aufgesetzt. Hier können wir unser Begleitschiff jetzt verlassen. Ihr seht, jetzt
Bei der Landung sind auch die Flügel eingefaltet worden. Und von hier aus können wir uns mal ein bisschen in dem Außenposten umsehen. Es ist recht kalt, wir haben minus 78 Grad. Das halten wir nicht lange aus, also machen wir uns auf den Weg nach drinnen. So, wir wechseln durch die Luftschleuse in den hydroponischen Garten. Und ich hoffe mal, wir finden hier in irgendeiner Kiste etwas zu trinken. Wir haben nämlich nichts mitgenommen. Und tatsächlich, in dieser Kiste findet sich etwas zu trinken. Das werden wir mal ausrüsten. Und dann können wir unseren Durst stillen. Perfekt. Die Flasche stecke ich ein. Und dann können wir uns auf den Rückflug machen. So, nichts wie rein ins Schiff. Fenster zu und hier drin ist doch schon wieder eine ganz angenehme Temperatur. Ich sehe, wir haben unsere Conny auch noch auf dem Radar, wenn ich das richtig sehe. Fliegen wir doch einfach mal in die generelle Richtung. Sollte jetzt eigentlich... Ah ja, direkt vor uns sein. Der Sturm wird jetzt immer schlimmer, aber ich hoffe, wir kommen gleich darüber und können dann an der Conny andocken. So, und da sind wir schon. Wir haben unsere Conny erreicht. Begeben wir uns wieder in die altbekannte Position am Heck. Nehmen ein bisschen Geschwindigkeit raus und versuchen mal anzudocken. Vorsichtig nach vorne. Unterhalb der Dockingklammern. Sind in Position. Ungefähr. Und versuchen wir es nochmal. Nein, da tut sich nichts. Okay, wir können nicht mehr andocken. Das heißt, wir müssen das Schiff auf andere Weise betreten, sonst haben wir ein großes Problem. Und das versuchen wir doch jetzt einmal. Hier am oberen Bereich des Schiffes gibt es nämlich noch eine Außenluke. Die sehen wir hier links vor uns. Und darüber können wir noch versuchen anzudocken. Wenn wir es schaffen, von der Archimedes hier runter zu springen. Aber ihr seht schon, wir haben Wind, das heißt, die Schiffe stehen nicht still. Und wir müssen da sehr aufpassen, dass wir da nicht runterfallen. Wollen wir mal sehen, ob das klappt. Wünscht mir Glück. So könnte es klappen. Kurz nach unten und dann raus. Oh boy. Oh. Okay, wir stehen oben auf der Conny. Das ging schon mal gut, ohne dass wir runterfallen. Die Archimedes driftet so langsam von dannen. Oder unsere Conny. Und wir versuchen jetzt mal hier zur Luke reinzukommen. Öffnen. Komm schon, geh auf. Jawohl. Und da ist offen und nichts wie hinein. Oh. Tja, und wir haben es tatsächlich geschafft. Nun hängt die Archimedes dort oben rum. Aber wir sind zumindest wieder in der Conny und können zurück nach Microtech fliegen. So Leute, das war's vom 9. Tag der IAE. Ich mache mich zurück auf den Weg nach Microtech. Die Archimedes muss ich leider hier lassen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und wir sehen uns morgen wieder zum Best in Show Event auf der IAE 2953. Bis dahin, einen guten Flug.